In diesem Make-up-Tutorial zeigen wir euch, wie ihr euch unsere Blutegel aus Silikon richtig anklebt. Wir verwenden dafür Prosate Hautkleber. Dieser härtet nicht aus und lässt das Silikon auf der Haut optimal haften. Etwas Kleber wird dafür auf ein Wattestäbchen aufgetragen. Der Kleber wird flächig an die Stelle aufgetragen, in der der erste Egel sitzen soll. Nun ist der erste Egel dran. Auf die Unterseite, die kleben soll, wird jetzt auch Prosate aufgetragen. Nach ca. 30 Sekunden Wartezeit kann der Egel auf seinem Platz im Gesicht angedrückt werden. Zur Sicherheit noch einmal fest anpressen. Jetzt kommt Egel Nummer 2 an die Reihe nach demselben Verfahren. Achtet darauf, den Kontakt zu Schleimhäuten mit dem Kleber zu vermeiden. Sucht lieber Stellen im Gesicht, die eben und reine Haut sind. Dadurch, dass Prosate nicht ganz aushärtet, kann man die Egel auch noch nachträglich umarrangieren. Der optimale Haftgrund ist erreicht, wenn der Kleber anfängt durchsichtig zu werden. Wir kleben die Blutegel mit dem Kopf nach oben an, damit es realistischer und glaubhafter wirkt. Jetzt einfach noch schnell die letzten beiden Egel ins Gesicht kleben. Ein letzter fehlt noch, wir kommen voran. In dem Set sind 4 unterschiedliche Egel enthalten. Das sorgt für coole Abwechslung und einen echten Schockeffekt. So, alle Egel sind angebracht und unser Modell musste nur etwa eine Viertelstunde in der Maske sitzen. Der Wow-Effekt für die Halloween-Party ist garantiert. Für alle, die noch einen Schritt weiter gehen möchten, kommt jetzt mit unserem Wundschorf noch etwas Blut ins Spiel. Um den Wundschorf gezielt aufzutragen, nehmen wir einen feinen Schminkpinsel und malen um die Kopfstelle des Egels einen blutigen Ansatz. Der Wundschorf-Bluteffekt von Maskworld ist eher Gelee-artig und haftet super, ohne zu laufen. Das macht ihn perfekt, um solche feinen Wunden darzustellen. Einfach Schicht um Schicht auftragen, bis einem der Effekt gefällt. Natürlich geht es so mit den anderen Egeln weiter. Man kann noch mal etwa eine Viertelstunde mehr Zeit einrechnen, wenn man die Egel noch blutig einschminken möchte. Es bleibt einem natürlich selbst überlassen, wie stark man den Effekt haben möchte. Von kleiner Wunde bis es läuft einem blutig den ganzen Kopf hinunter, ist alles möglich. Et voilà, unser Modell sieht aus, als wäre es kopfüber in den Sumpf gefallen. Aber wir können euch beruhigen. Die Prozedur des Abnehmens der Egel ist überhaupt nicht schmerzhaft. Man kann sie sogar direkt wieder an die Stelle kleben, solange der Kleber nicht abgeschminkt ist. Cool, oder?